Okay, ich weiß es nicht, wo ich anfangen soll. Das ist voll blöd. Hallo ihr Lieben und willkommen. Ich heiße Jenna und ich komme aus Kanada. Ich wohne seit 2014 hier in Deutschland. Ich wollte seit ganz lange ein Video, wo ich nur Deutsch mit euch rede, aber ich habe einfach zu viel Angst. Ich habe das nicht gemacht, weil irgendwie habe ich Angst, dass ich bekomme so viel schlechte oder böse Kommentare, weil manchmal ist YouTube ganz cool und ihr seid richtig, richtig lieb, aber da sind auch voll viele Leute, die sind voll böse und die sagen wirklich Sachen, wo ich denke, boah, vielleicht YouTube ist gar nicht mein Ding, vielleicht soll ich das nicht machen, weil das ist einfach zu hart. Ne? Das ist richtig, das tut mein Herz weh manchmal, wenn ich lese, was die Leute manchmal schreiben. Bitte versuche ein bisschen nett zu sein, wenn du einen Comment machen willst. Folge mir einfach und like dieses Video. Ich glaube, heute ich erzähle einfach meine Geschichte, warum ich hier bin und ja, wie ich habe ein bisschen Deutsch gelernt und wie ich das weitermache, weil ich will auf jeden Fall ein bisschen mehr Deutsch lernen, auch in Business-Deutsch, weil ich finde das auch richtig, richtig schwierig, weil mein Deutsch ist eigentlich ganz simpel und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich spreche Deutsch, wie ich eigentlich mit meinem Mann oder meinen Freunden sprechen würden. Meine Grammatik ist richtig, richtig schlecht. Aber ich sage immer, Hauptsache, man versteht mich. Und ich hoffe, dass ihr versteht mich ganz gut hier in diesem Video. Wenn nicht, dann ja, eigentlich muss ich mehr Deutsch lernen. Erstmal mein Plan, wie soll ich weiter Deutsch lernen? Wie soll ich meine Ziele erreichen? Und jetzt spreche ich ein bisschen Englisch mit euch. If you're anything like me and tired of that small talk in German and want to actually have a real conversation in the German language, you might want to hear what I have to say next. The amazing sponsor of this video, Lingoda, is ready to challenge you to see if you can actually learn German in just a matter of 3 months. If you can, you're going to get 100% of your cash back. So let me introduce you to the Lingoda Sprint Challenges. If you haven't heard of this challenge before, it is where Lingoda actually pays you back if you attend all of your classes. Talk about motivation, nah? You'll get 100% cash back when you attend all of your classes. If you're part of the Super Sprint Challenge, which is 3 months long with 30 lessons per month, that's where you'll get 100% back. Or you can get 50% cash back when you attend all of your classes in the Sprint Challenge, which is also a 3-month program, but only 15 lessons per month. So finally, you and I both have something and someone to actually kick our butts in gear and get us going on finally learning that German language. I'm definitely going to jump on board so I can finally check off that New Year's resolution that I made back in 2015, and I hope to see some of your smiling faces there with me. Of course, you don't have to take my word for it though. There have been more than 35,000 people who have participated in the previous Lingoda Sprint challenges, and their numerous success stories have definitely already motivated me to finally start learning the language properly. I'm also really keen on learning a bit more business German, so I don't always sound like I'm talking to my friends at the pub at those more professional meetings of mine when we have to speak in a German language. So I am super excited to finally be checking off learning the German language from my 2015 bucket list and taking some more Lingoda classes for myself. Lingoda is the #1 trusted European language school with that German stamp of quality, but they actually offer some really affordable classes. Even if you don't manage to attend all of your classes in the Sprint Challenge, you're only going to end up paying around 10 euros per class. You actually learn from native speaking teachers in a small online class of about 3 to 5 students. And the best part is that you can entirely customize your schedule based on what works best for you.
Lingoda is available 24/7 and they do have proven methods and expert designed curriculums that actually deliver real results. So if you're up for the Sprint Challenge, here are some other details that you're going to need to know. The Sprint Challenges start on January 15th, 2021, and you can actually sign up until January 10th. You've got the Super Sprint Challenge, which is where you attend 30 classes a month for 3 months, and this is where you can potentially get 100% of your cash back. The Sprint Challenge is where you attend 15 classes per month for 3 months and get 50% cash back if you attend all the lessons. It's not just for the German language though. You can also join the Sprint Challenge in English, French, Spanish, and Business English. So you start with paying for the first month of tuition. There's no deposit required. And then Lingoda will actually refund your tuition fee in full if you attend all the required classes. But hurry up, there is a limited number of spots available in this challenge, so don't wait too long. And as a gift to all of you, Lingoda will also send you their downloadable PDF habit tracker once you've joined their challenge. And you can also join the challenge with a €10 discount code off your first month of classes too, and I will include that in the description below. Are you ready to actually check off that New Year's resolution? You can take the Sprint Challenge and actually see a difference in your conversation level German in just 3 months. Wir sind zurück auf Deutsch. Meine Geschichte, warum bin ich hier? Ich wohne, wie gesagt, seit 2014 hier in Deutschland. Ich habe meinen Mann kennengelernt in Südafrika in 2012. Ich wollte unbedingt nicht nach Deutschland ziehen, weil ich habe immer gedacht, die Sprache ist einfach zu schwer. Ich kann das nicht. Ich finde bestimmt keine Arbeit, wenn ich kein Deutsch spreche. Das stimmt leider. Deshalb arbeite ich für mich selbst jetzt. Aber ich habe den ersten 8 Monaten in Freiburg gewohnt, das war richtig toll. Nachher habe ich in Düsseldorf gewohnt, ich wohne immer noch in Düsseldorf. Ich liebe Düsseldorf, aber am Anfang habe ich das wirklich gehasst. Das ist ein Kunst- und Modestadt hier in Düsseldorf und das ist gar nicht mein Ding. Aber ich habe viele andere Sachen gefunden, zum Beispiel ich liebe Flohmärkte und da gibt es ganz viele schöne hier in Düsseldorf. Ich liebe auch zu wandern und da gibt es auch richtig schöne Wanderwege und da gibt es auch voll viele schöne Wanderwege an der Wupper oder Neandertal oder Apelwald oder Grafenberg. Und ja, bevor ich hier nach Deutschland gekommen bin, habe ich in Marketing gearbeitet, also Experiential Marketing heißt das auf Englisch und das macht richtig viel Spaß, aber hier leider habe ich nichts gefunden, weil ich einfach kein Deutsch sprechen kann und in Freiburg war das noch schwieriger, weil da wirklich nicht so viele englische Leute sind. Hier in Düsseldorf war das ein bisschen leichter, aber dann am Ende habe ich gedacht, weißt du was, ich mache das lieber selbstständig, weil ich hatte auch ein paar Pläne im Kopf. Und jetzt habe ich die Seite liveinDüsseldorf.com und auch liveingermany.com. Und eigentlich am Anfang war das einfach nur ein Hobby. Ich habe seit 2012 als Reisebloggerin gearbeitet und man kann auch eigentlich richtig gut Geld damit verdienen. Aber seit 2018 habe ich mein Kind hier in Deutschland bekommen und ich kann ja nicht so oft reisen. Deshalb musste ich einen anderen Job finden. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Ich habe liveinDüsseldorf.com. Warum mache ich nicht mehr damit? Und am Anfang war das der Plan. Ich habe einen Kurs gemacht für Leute, die hier nach Düsseldorf ziehen wollen. War eigentlich richtig cool, aber das Idee ist besser, wenn ich das für das ganze Land mache, weil eigentlich die Regeln und wo man eine Wohnung findet und wie man registrieren kann oder welche Visum braucht man oder wie kannst du deinen Führerschein tauschen, alle diese Sachen oder alle diesen Themen sind eigentlich fast gleich durch den ganzen Land. Deshalb habe ich Live in Germany gebaut. Dafür viele englische Leute können einfach in diesen Live in Germany Welcome Program registrieren. Ne? Ja, einfach in unsere Community zu sein und was Neues zu lernen, richtig viel Neues zu lernen und Hauptsache, wie viel Geld man sparen könnte, wenn man weiß genau, was die machen sollen, wenn die hier nach Deutschland kommen. Ich sage das, weil da sind wirklich viele Sachen, dass man nicht weiß und man macht das einfach. Zum Beispiel, man kauft einfach einen Handyvertrag für 40 € im Monat, aber man weiß nicht, dass
Du kannst auch für 5 Euro im Monat einen richtig guten Handyvertrag kaufen. In Deutschland ist das bestimmt ein bisschen einfacher, aber wenn man ein Expat oder International oder nur Englisch sprechen kann oder eine andere Sprache außer Deutsch, ist das schwierig, weil man weiß nicht einfach, dass man kann gutes Geld sparen, auch mit Strom oder einkaufen gehen und so. Das habe ich alles in mein Life in Germany Programm eingepackt und ja, ich hoffe, das hilft. Für mich weiter, ich muss auf jeden Fall mehr Deutsch lernen, weil du kannst das bestimmt hören, dass wenn du selber Deutsch bist oder wenn du selber Deutsch gelernt hast, dass mein Deutsch ist wirklich nicht perfekt. Aber ich versuche und ja, ich wohne ziemlich lange hier in Deutschland. Vielleicht soll ich noch ein bisschen mehr Deutsch wissen, aber ich habe nur insgesamt, ich glaube 3 Monaten Deutsch gelernt. Ich habe A11 gemacht in den ersten Jahren, ich hier hingezogen bin. Und dann, ich glaube 2 Jahre später, habe ich dann A21 und A22 gemacht. Und ja, jetzt muss ich noch weiter lernen. Auf jeden Fall mehr Grammatik lernen. Ich glaube, was am besten für mich ist diesen ganz kleinen Kursen, wo da wirklich nur 1, 2, 3, 4, 5 vielleicht maximal Leute in diesem Kurs sind, dass ich besser lernen kann. Weil eigentlich habe ich jetzt das Problem, dass ich kann richtig schnell sprechen, obwohl das nicht komplett perfekt ist. Aber die Grammatik ist richtig, richtig falsch. Und das ist schwer in eine größere Klasse zu lernen, weil wenn ich eine Prüfung mache, dann mache ich wirklich alles falsch. Alles mache ich 0% richtig. Aber wenn wir diesen Sprachprüfung machen, ist das dann kein Problem für mich. Die können mich Hauptsache verstehen und dann bekomme ich fast perfekt. Nicht, weil meine Grammatik richtig ist, aber weil ich spreche ziemlich klar, würde ich mal sagen. Ich weiß es nicht, was ich nochmal sagen soll. Frag mich einfach in den Kommentaren unten, ob ihr irgendwelche Fragen haben. Und ich würde das gerne mal antworten, vielleicht auf Englisch oder auch Deutsch. Ich weiß es noch nicht. Wenn du diesen Video magst, dann bitte give me a thumbs up. Und wenn nicht, dann ja, versuche zumindest ein bisschen nett zu sein, weil ja, das macht mich echt ein bisschen verrückt, wenn ich lese so viele schlechte Kommentare. Und YouTube kann echt richtig böse sein. Aber am meisten sind voll lieb. Und deshalb habe ich diesen Video für euch gemacht, weil ich weiß, am meisten von euch sind richtig, richtig nett. Ich wollte nur mal Dankeschön sagen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass ich kann noch weitere Videos machen auf Englisch. Vielleicht auch ein paar auf Deutsch, wenn mein Deutsch ein bisschen besser ist. Bleibt gesund, bleibt glücklich und wie immer, bis später.